Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Puraska Digilog. Heute sprechen wir in erster Linie über Weichen und über Weichenmotoren. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, bin der Serge. Nach den letzten 2 Folgen habe ich schon ein paar Kommentare und ein paar Daumen hoch bekommen. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Vielen herzlichen Dank. Und die Kommentare, ja, teils Aufmunterung, vielen Dank dafür. Teils auch Sorge über meine Beine. Und also, ich meine nicht über meine Beine, sondern über die Beine meiner Anlage. Und ich möchte diese Sorge zerstreuen und also vielleicht, komm, wir gehen noch mal schnell runter, schauen wir uns das mal schnell an. Also wie Roland mit geübtem Kennerblick festgestellt hat, habe ich außen die Beine mit Schrauben versehen und innen habe ich noch ein paar Winkel montiert, die mir die nötige Stabilität geben. Ich rolle die Anlage ja nur halben Meter links oder rechts oder einen Meter vor und zurück. Und diese Stabilität ist absolut ausreichend für mich. Ich drehe ja keine Pirouetten mit der Anlage. So, nach diesem kleinen Intermezzo wenden wir uns jetzt also den Gleisen zu. Genau genommen dem Peco-Gleis Code 55, was ich benutze. Kommt ja bekanntlich in Flexgleisen mit Weichen, allem zusammen drum und dran. Ein paar Hilfsmitteln kommen dann auch noch dazu. Und das Ganze wird dann aufmontiert auf so 3 mm dickes Korkgummi. Das kommt in 50 x 100 cm Platten, ist sehr stabil, lässt sich sehr gut schneiden, franselt nicht aus, wie zum Beispiel Naturkork, was ich vorher benutzt habe. Und kann man dann einschneiden und zurechtschneiden, so dass es in die Kurve passt. Und das Ganze kann man direkt beim Hersteller bestellen. Ich werde euch noch den Hersteller unten einblenden in der Beschreibung. Und ja, also an die Jungs in Lörrach, wenn eure Verkaufszahlen jetzt steigen, dann ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt, gell? Gut, danke. Also zurück zum Gleis. Und zwar jetzt möchte ich euch ein bisschen was über die Weichen von Peco erzählen. Und das möchte ich euch in der Nahaufnahme zeigen. Also schauen wir mal rein. So, das ist es also die Peco-Weiche. Ich benutze Insul-Frog Weichen. Frog ist das englische Wort für Herzstück. Insul heißt insulated, also isoliert, weil nämlich das Herzstück hier und hier vom Rest getrennt ist, also isoliert ist und somit auch stromlos ist. Dafür hat Peco aber einen Draht angelötet. Ich habe natürlich schon die Litze angelötet gehabt, weil das Ganze ja schon in Betrieb gewesen ist. Plus die Brücken. Von hier nach da und von da nach da. Eine Brücke geht hierhin, 4 Brücken, so dass alle Gleise Strom haben bis eben auf das Herzstück. Und das Herzstück bezieht seinen Strom von diesem Weichenmotor. Das ist ein Sieb PM4 von Gagemaster. Der hat hier all diese Lötpunkte. Und im Moment sieht das Ding sehr schön und sehr nett, sehr adrett aus. Wenn er dann mal fertig verlötet ist, sieht das Ganze weniger appetitlich aus, nämlich so. Da kommt also das Kabel rein für die eine Schaltung, das Kabel für die andere Schaltung. Natürlich muss der Saft dann auch wieder rausgehen. Und dann kommen diese 2 Kabel, nämlich rot und schwarz hier. Das sind die Kabel, die von den Schienen an den Motor gelegt werden. Und wenn der Motor schaltet, macht er Kontakt, links oder rechts. Und dieser Kontakt wiederum geht an dieses gelbe Kabel. Und dieses gelbe Kabel tut dann eben dem Herzstück den nötigen Saft verleihen.
ob es nun jetzt Plus oder Minus ist. Also meine digitalen Freunde werden mir verzeihen, wenn ich von Plus und Minus spreche. Und das lange gelbe Kabel, was da auch angelötet ist, das geht dann zum Schluss zu meinem Stellpult und wird die Lichter speisen, die mir anzeigen, in welche Richtung die Weiche gestellt ist. Und dann habe ich etwas erzählt von wegen der Dicke des Korkgummis und des Brettes. Und wenn ich euch die beiden Weichenmotoren da so zeige, dann seht ihr auch schon, wo mein Problem liegt. Nämlich, dieses Teil war abgeschnitten auf 2 mm Dicke des Gleisbettes. Jetzt habe ich aber 3 mm. Das heißt, ich muss schauen, dass ich noch einen Weichenmotor finde, wo ich vielleicht ein bisschen Überhang hatte, weil der muss in dieses klitzekleine Loch hier rein. Entweder hier oder da. Und wenn er da natürlich dann zu kurz ist, dann flutscht er mir raus. Da habe ich ein Problem. Ja, und nach der Theorie kommt jetzt die Praxis. Also bauen wir die Weiche ein und den Weichenmotor auch. Und ich zeige euch mal, wie ich das mache und wie das für mich am besten funktioniert. Was ich noch beachten muss, ist, wenn ich die Weichen schön parallel nebeneinander montiere, dann sind ja auch die Weichenmotoren schön parallel nebeneinander. Und die Weichenmotoren haben natürlich eine gewisse Weite und die können sich unter Umständen gegenseitig stören. Also versuche ich die Weichen etwas versetzt zu montieren, so dass sich die Weichenmotoren nicht gegenseitig ins Gehege kommen. So, die erste Weiche ist jetzt also gesetzt. Das Loch für den Weichenmotor habe ich auch gebohrt. Die ist fest. Was mir jetzt fehlt ist, ich muss wissen, wie ich den Weichenmotor setze, so dass der schön gerade ist und hin und her schwenkt, wie gebraucht. Und dafür bohre ich mir jetzt ein paar Führungslöcher. Einmal hier. Und einmal da. So, und dann kann ich unten auf der Platte, kann ich nämlich mit meinem geschickten Maßstab eine Linie hier durchziehen und dann weiß ich, wo ungefähr der Weichenmotor hin muss, beziehungsweise in welchem Winkel er liegen muss, nämlich so. Jetzt muss ich also versuchen, diesen Motor, diesen Motor unter der Platte zu befestigen. Das Problem ist, dass er ja vorher schon in Gebrauch war, das heißt, ich habe ihn hier oben schon abgeschnitten und das wiederum bedeutet, es ist eine ziemliche Fusselarbeit, den durch dieses klitzekleine Löchchen hier unten zu bringen. Zweitens, der Motor sollte ungefähr in der Mitte liegen. So. Ja. Ungefähr so. Und das wiederum bedeutet, dass die Weichenzunge auch ungefähr in der Mitte ist. Und dafür nehme ich 2 kleine Litzen und klemme mir meine Weichenzunge fest. So, die ist jetzt schön mittig. Tja, und wie ich das Ding jetzt von unten befestige, diese Arbeit erspare ich euch. Bis gleich. So, also ein bisschen Hilfe muss ja sein. Und zwar hilft mir die Lichtquelle. So habe ich von unten den Motor einbauen können. Und das Resultat von Hand gefällt mir ganz gut. So, das war's dann wieder für heute.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann, wenn ihr wollt, lasst mir einen Daumen hoch da, würde mich freuen. Oder auch einen Kommentar. Und vor allen Dingen, ich wäre interessiert daran zu wissen, also ich persönlich bin jemand, wenn ich so ein YouTube-Video suche über irgendein Thema, dann, ja, ich schaue so 10 Minuten oder so, irgend sowas. Aber wenn ich so diese 20, 25 Minuten Videos anschaue, dafür habe ich nicht die Zeit und dann suche ich weiter. Würde mich interessieren, was ihr davon hält und ob ihr auch denkt, ja, ja, so 10 Minuten und dann ist dann auch gut. Und beim nächsten Mal, dann werde ich euch zeigen, wie ich mir die Steuerung und die Überwachung des Schattenbahnhofs vorgestellt habe. Dann werde ich euch auch noch zeigen, ihr habt ja gesehen, diese 2 Segmente, wie ich das mit den Übergängen der Gleise gemacht habe. Und ja, also, dann bleibt dran, lasst mir auch ein Abo da, das wäre auch nett. Und ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen bleibt gesund.